willkommen zu einem neuen Video von Glatt rasiert. Ja, es gibt tatsächlich doch immer wieder Dinge, die selbst mich schockieren und die mich sprachlos machen. Eigentlich bringt mich so leicht nichts aus der Ruhe. Ich stand über 30 Jahre im Dienst bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg, viele Jahre davon im Einsatzdienst, und ich habe so ziemlich alles gesehen, was man sehen kann. Auch Dinge, die man nicht unbedingt sehen möchte. Also wie gesagt, mich bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Das Release von diesem Rasierhobel allerdings, das hat mir dann doch die Sprache verschlagen. Und nun werden einige denken, wieso spinnt er jetzt? Den hat er uns doch gerade erst gezeigt. Das ist doch hier, wie heißt er gleich noch, der Merkur Progress 510. Nee, ist er nicht. Das ist der Ming-Chi 5000S, so nennt sich der. Eine Replika, hier ist das Original. Ganz richtig, vom Merkur 510 Progress. So schauen die beiden Sachen aus. Ja, eine tolle Sache, relativ neu auf dem Markt. Mich hat Arthur Getzke draufgebracht, der hat ihn entdeckt bei AliExpress und hat gleich 2 davon geordert, einen für mich und einen für sich. Und hat mir den hier gleich zugeschickt und jetzt habe ich hier in den Händen und den werden wir heute hier auf Herz und Nieren testen. Das soweit der Plan. Wir werden ihn antreten lassen hier gegen dieses Original und wollen ihn uns jetzt erstmal einmal anschauen. Denn das ist hier echt ein tolles Ding, muss ich sagen. Also das Original, wenn ihr das kauft hier bei Merkur im Online-Shop, dann bezahlt ihr für 79 Euro. Das ist der normale Preis, wenn ihr zu Merkur geht und dort bestellt. Er hier wird tatsächlich angeboten, aktuell für einen Preis von 6 Euro und ein paar zerdrückte. 6 Euro. Hier 80, hier 6. Also ich finde das alleine schon, vom Preis her, ja, das ist schon fast eine Demütigung. Also das ist hier wirklich so ein Klassiker, den gibt es seit den 50er Jahren, ist der hier quasi in verschiedenen Varianten immer wieder aufgelegt. Ein echter deutscher Klassiker. Und ich sag mal so, eins der Flaggschiffe von Merkur hier in Solingen. Und dann kommt jemand an aus China und demütigt dieses Flaggschiff hier, dieses deutsche Flaggschiff unter den Adjustables sozusagen, mit einem Nachbau, für 6 Euro. Das zum Ramschpreis. Also das finde ich echt schon Hammer, muss ich sagen. Also das hat mich als erstes schockiert, also dass da jemand hergeht und hier so ein Adjustable nach deutschem Vorbild hier rausballert für 6 Euro. Das ist schon fast eine Frechheit, würde ich sagen. Ja, nichtsdestotrotz, er ist da, er ist hier in meinen Händen. Es ist ein Adjustable, ihr könnt ihn hier unten verstellen, ist verstellbar, funktioniert hier auch alles. Wir wollen uns ja einmal angucken und so ein bisschen auch vergleichen. Also erstmal von der Optik hier sieht das total gleich aus. Ne? Hier unten der Knubbel ist hier klein wenig die Farbe an, das ist ein bisschen ins Gelbliche gehend und der ist hier so ein klein bisschen breiter, der Knubbel. Ansonsten hier die Griffe gleich. Ihr seht hier auch die Kopfform mit den Dachrinnen, mit den typischen Dachrinnen, beides gleich. Ne? Was dann auf den ersten Blick allerdings auffällt, ist, wenn man ihn so dreht, der Progress hier hat keine Schaumdurchlässe. Das funktioniert hier alles über die Dachrinnen. Und der Ming-Chi hat hier noch zusätzlich 4 Schaumdurchlässe. Kann man ganz gut sehen. Dann sind die Farben hier unten, hier ist ein klein wenig Farbe eingelegt. Das ist anders gemacht hier, die Beschriftung, sag ich mal, hier von der Skala, die Einstellskala, ein bisschen anders gemacht. Und wenn man ihn so in die Hand nimmt, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen hier, ich will das mal versuchen, der Deckel, der ist leicht wellig. Also das ist nicht richtig vernünftig, sag ich mal, geschliffen. Also man kann das sehen im Gegenlicht. Vielleicht nachher in den Detailaufnahmen, sonst versuche ich das mal zu fotografieren und blende euch ein Foto mal ein. Also das ist hier von der Verarbeitung nicht so doll. Also das ist hier tadellos beim Original, der Deckel ganz glatt. Und hier ist er so ganz, jetzt kann man es so ein klein wenig sehen, ist das so ein klein wenig wellig hier, die ganze Geschichte. Aber ansonsten, er ist ein kleinen Tick leichter hier, der Nachbau, aber ansonsten, wenn man den jetzt alleine sieht, ohne einen Vergleich zu haben, direkten Vergleich, dann kann man die absolut verwechseln. Was auch auffällig ist, ihr habt ja hier am Original
Ähm, Da habt ihr hier, das kriege ich jetzt wieder nicht, da ist hier so ein kleines Dreieck und hier oben ist eine Kerbe in der Kappe. Die beiden Sachen müssen immer übereinander stehen, damit der Deckel hier vernünftig justiert ist. Und das fehlt hier. Also hier ist keine Markierung drauf, auf keiner der Seiten. Also so ist der Deckel jetzt richtig drauf. Ne? So ist er richtig drauf. Wenn ich ihn jetzt allerdings aufschaue, ist ja ein Zweiteiler hier, der Merkur 5, und drehe jetzt die Kappe und drehe die jetzt zu, dann kann man sehen, dann schließt der nicht richtig. Seht ihr das? Dann ist hier eine Lücke. Die Klinge wird da nicht richtig eingespannt. Also das hat man sich hier gespart, warum auch immer. Also so würde er jetzt nicht schließen. Deswegen ist am anderen Merkur eben diese Markierung drauf. Jetzt muss ich hier den Deckel drehen jetzt wieder und dann schließt er wieder richtig. Das ist ein bisschen, ich verstehe es nicht ganz, warum die da nicht die Markierung draufgelegt haben. So würde er jetzt richtig schließen. Also würde ich jetzt hier eine Markierung ranmachen, dann weiß man, so gehört der Deckel drauf. Also das fehlt hier. Ja, ansonsten, ja, hat mich das echt umgehauen. Also dieses Ding hier, wie gesagt, seit den 50ern irgendwie hat ja schon so einen Kultstatus und wird jahrelang, über 50 Jahre nicht angeguckt. Ich habe euch ja neulich erst den Nachbau gezeigt von Jacki vom 510 aus Edelstahl. Also da kommt Jacki plötzlich um die Ecke und bringt hier so ein Teil komplett aus Edelstahl raus. Und ja, 1-2 Monate später kommt Ming-Chi raus und bringt hier so ein Ding super billig raus. Also echt, hat mich echt schockiert, muss ich sagen. Jahrelang ja, so ein Dornröschenschlaf gehalten und viele finden den ja auch gar nicht doll hier, den Progress wegen des Knubbels hier, sagen so, oh, wie hässlich und würde ich mir nie kaufen und so weiter. Und ja, nix. Ne? Der Avanti hat diesen Knubbel ja auch nicht, der Jacki Avanti in der Edelstahl-Variante, aber er hat hier diesen Knubbel und ja, mich hat das echt schockiert. Hätte ich nie geglaubt, dass so ein Ding. Und dann zu diesem Preis, also ein Zehntel Preis, ein Adjustable, also das ist echt Wahnsinn. Und nicht nur, dass man hingeht und kopiert hier diesen Hobel, das ist ja das eine. Nee, man geht, das machen die Chinesen dann ja richtig gründlich, man kopiert auch gleich noch die Verpackung hier. Also das ist wie 1:1. Also die ist noch ein bisschen schicker hier, das ist so ein bisschen ja, Metallic hier und sowas, hier noch so ein Ding zum Anhängen. Aber ansonsten totale Kopie. Also Wahnsinn. Also das hat mich echt... das Ding hier oder das Release hat mich hier echt, hat mir echt die Sprache verschlagen. Finde ich ganz, ganz geil. Vielen lieben Dank, Arthur, dass du so schnell reagiert hast. Coole Sache, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, wir wollen ihn heute testen. Bei Ming-Chi sind Klingen dabei, hier diese. Schauen auch ganz cool aus. Die wollen wir jetzt nicht nehmen. Das mache ich immer nicht. Ich kenne die nicht und neuen Hobel, eine neue Klinge, das machen wir nicht. Wir nehmen heute hier die Gillette 7 O'Clock Perma Sharp Stainless, so nennt sich die. Das ist eine indische Klinge oder wird in Indien produziert, kommt ja von Gillette hier und die funktioniert ganz gut, finde ich. Die werden wir hier einlegen und in ihn hier auch und dann werden wir beide mal Side by Side ja, ausprobieren, wie die funktionieren. Also bin ich echt total gespannt. Also wenn der hier noch gut rasiert, dann ist das für mich schon, kann ich jetzt schon sagen, das Release des Jahres 2025. Also absolut geil, absolut geil. Also wie gesagt, hat mir echt die Sprache verschlagen. Ich lege ihn euch jetzt einmal nochmal auf den Drehteller, denn ich denke, das ist die Sache wert. Die müssen wir uns unbedingt nochmal von Dichten anschauen. Und dann komme ich mit den anderen Sachen um die Ecke, die heute hier sonst noch an den Start gehen sollen.
Ja, man konnte das ein bisschen in den Detailaufnahmen sehen. Also, es gibt so kleine Mängel in der Verchromung. Gerade von unten hier, von unterhalb der Kappe, sind so kleine Stellen, die sind nicht so ganz sauber verchromt. Aber hey, wir sprechen hier vom Preis von bei 6 € und dann dafür ein Adjustable. Also, das ist absolut zu verschmerzen in meinen Augen. Ja, bin ich gespannt, wie er rasiert und sich im Gesicht macht. Wir werden das Gesicht vorbereiten hier mit diesem Stoff von L'Oreal, das ist Barber Club. Das missbrauche ich so ein bisschen. Das ist eigentlich ein Bartbalsam, aber ich pflege mein Bart jetzt nicht solo. Hatte ich neulich auch schon mal im Video gezeigt. Das werden wir hier auftragen auf die angefeuchtete Haut. Funktioniert ganz gut als Pre-Shave. Finde ich ganz toll. Die Sachen hier von Barber Club habe ich auch hier das Deo zum Beispiel vom Barber Club von L'Oreal. Das ist hier ohne 0% Alkohol. Sonst habe ich immer schnell so ein Jucken unter den Achseln. Deswegen nutze ich das ganz gerne. Hat einen ganz, ganz coolen Duft. Und hier auch das passende Duschbad. Das ist so mein Herren-Wellness oder meine ja, sonstige Pflege. Ich nehme mir relativ viel Brimborium hier zum Rasieren, aber den Rest der Körperpflege halte ich eigentlich relativ simpel. Das nehme ich für die Haare, das nehme ich auch zum Duschen. Also ganz normal das Duschbad und dann hier das Deo und dann bin ich durch damit. Das sind die Sachen hier von L'Oreal Men Expert Barber Club. Also die finde ich ganz cool und da werden wir dann das hier, das Bartbalsam eben als Pre-Shave nehmen. Ja, als Seife kommt diese Sache hier zum Einsatz. Das ist die Pinot Alpestre. Das ist eine Sache, die kommt von Sigi Kalkmann, ist ein Channel Support. Die hatte ich bei mir auf der Amazon Wunschliste, weil sie einen ganz tollen Duft hat. Einen schön waldigen Kiefernadelduft, könnte man sagen. Früher gab es so ein Kiefernadel-Schaumbad. Ja, hat man uns als Kinder dann immer reingesetzt. Also Fichtennadel hieß das, glaube ich. Und so duftet das ungefähr. Also hier wie dieses Fichtennadel. Schaumbad, was man früher hatte. Das geht in die Richtung oder soll eigentlich eine Duftkopie sein von diesem hier, vom Pinot Silvestre. Das ist auch ein Channel Support, der kommt von Matthias Sendelmeier aus München. Das hat er mir geschickt, einfach so. Und ich habe mir jetzt quasi dann eine passende Rasierseife, weil von Pinot Silvestre gibt es keine Rasierseife. Die hier kommt von The Goodfella Smile, die habe ich mir auf meine Amazon-Wunschliste gesetzt. Und nun habe ich hier ein tolles Doppel, beides gesponsert sozusagen, beides als Channel Support, einmal von Matthias Sendelmeier aus München und einmal von Sigi Kalkmann aus Hannover. Ganz, ganz herzlichen Dank. Also es wird auch wieder hier quasi eine Rasur, die hier fast komplett von der Community gesponsert ist. Finde ich ganz, ganz geil sowas. Also, freue ich mich riesig drüber. Der Rasierer eben auch von Arthur Gatzke hier gekommen als Channel Support. Dann die Seife und das Aftershave. Also ganz, ganz tolle Sache. Ja, das wollen wir benutzen. Hier die schöne Pinot Silvestre. Also man sieht, das ist so ein Kieferzapfen oder so ein Tannenzapfen. Und so duftet das dann auch irgendwie. Das ist noch ein bisschen würziger jetzt als die Seife. Nur so ein klein wenig Würze drin. Also hier ist so Kiefer oder Tanne ist hier gar nicht drin. Thymian ist hier drin als Nelke, Muskat, Wacholder, Bitterorange. Das sind so die Stoffe, die hier drin stecken. Aber das duftet in der Summe so wie so ein Nadelwald. Also mal durch den Nadelwald geht. Ganz, ganz geil, der Stoff. Das werden wir dann benutzen hinterher. Die Seife habe ich hier schon mal eingefüllt in diesen Yaki Silicone Travel Bowl hier habe ich euch auch schon irre mal gezeigt. Damit wollen wir aufschlagen hier mit den Can Surf Summer Edition 2019, bin ich der Meinung. Ist ein 26 mm Knoten, hier unten gebrandet mit Can Surfs. Also da bin ich auch noch scharf drauf. Muss ich unbedingt nochmal mit Yaki in Verbindung treten, ob die nicht hier mal so ein Ding, Pinsel irgendwie auflegen können mit glatt rasiert. Bin ich mal gespannt, was die dafür, ob man da gewisse Follower haben muss auf dem Channel oder wann sowas zum Tragen kommen würde. Da werde ich nochmal mit Yaki in Verhandlung treten. Also dieser hier von DS Cosmetic, auch ein ganz geiler Pinsel, finde ich, sieht auch extrem schick aus. Damit werden wir schön die Seife dann hier im Bowl aufschlagen. Abschließend wollen wir dann mit Fayers, das kommt vom Aftershave, ja,
diese ganz normale Originalgeschichte hier mit Aloe Vera. Und dann werden wir so irgendwie eine schöne Pflege rauskramen. Oder wir können ja das hier auch aufs Gesicht geben hinterher, dann ganz zum Abschluss. Das würde auch funktionieren. So, das soll es gewesen sein mit den ganzen anderen Kram hier. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Ich mache mir einmal kurz schon mal den Bart nass. Und dann tragen wir uns hier von L'Oreal den Bartbalsam hier mal ein bisschen ins Gesicht ein. Es ist ja also eine ganz komische Konsistenz hat das. Ich muss den Spiegel hier noch ein bisschen so gummirig irgendwie so ein bisschen. Wie früher dieser grüne Slime, kennt ihr den noch? Als Kinder hatten wir den. Oder damit konnte man so, ich glaube, das gibt es heute immer noch. Und so ungefähr ist das. Das hat so ungefähr ist die Konsistenz wie Slime. So dieser grüne Glibber-Slime, den konnte man so an die Wand werfen und dann lief das so runter, ganz geil damals. So ungefähr, das ist ungefähr so die Konsistenz. So, schnell die Finger abspülen und das geht auch schlecht ab hier von den Fingern irgendwie. So, aber das funktioniert gut, weil der Hobel gut gleitet hier über dieses Zeugs hier. Das ist relativ slitschig. So, dann werden wir uns hier zwei von diesen Klingen angeln. Hoffentlich sind noch zwei drin. Ja, sind. Wieder viel Gefummel hier. So schauen die aus. Verpackt. Einzeln verpackt. Ich zeige sie euch gleich. So sieht sie aus. Gillette 7 O'Clock Perma Sharp Stainless in grün. So, die legen wir schon mal hier hin. Und dann nehmen wir gleich die nächste. Hätte ich eigentlich schon mal machen können. Dann wäre das hier ein bisschen flotter gegangen, aber egal. So, dann nehmen wir erstmal hier den Ming Shi. Schrauben den mal so auf. Jetzt werde ich den Deckel mal so ablegen, damit der nachher auch gleich wieder raufpasst, richtig. Sonst muss man da erst hier noch rumfuhrwerken. So. Dann legen wir mal die Klinge ein. Hier, und jetzt sollte das eigentlich passen, wenn ich ihn so rauflege. Mal gucken. Habe ich ihn jetzt verdreht? Ja. Ja, das ist nicht richtig. Muss ich ihn nochmal drehen. Also das ist doof hier. Also das wäre alles aus der Welt, wenn die jetzt einmal eine Markierung gesetzt hätten. Dann wäre das hier alles easy gegangen. So, jetzt ist er richtig zu. Kann man sehen, jetzt liegt die Klinge hier drin. So. Liegt auch gerade drin. Wir werden ihn jetzt gleich einmal einstellen. Und wir werden auf 3, wenn wir mit der Wuchsrichtung rasieren. Aber wollen wir lieber vorsichtig sein. Ich kann ihn auch auf 4 drehen. Aber wir lassen ihn auf 3. Und das machen wir mit dem Progress genauso. Die stellen wir auch auf 3 ein. Zack. Damit wir dann auch einen direkten Vergleich haben. So, Klinge rauf. Und ja, hier habe ich jetzt eben, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Muss ich mal ein bisschen weghalten. Jetzt kann man hier unten das Dreieck sehen und da oben ist die Einkerbung. Also so gehört er jetzt zusammen. So wird er zusammengedreht. So, und jetzt gehe ich hier auch auf 3. Und jetzt sind sie beide vernünftig eingestellt. Beide auf 3. So, dann können wir uns um die Seife kümmern. Hier, wie gesagt, ist schon ein bisschen was drin. Ich habe heute bemüht, nicht ganz so viel zu nehmen. Den schlagen wir jetzt schön aus hier. Und legen los. Also hier auch dieses Zeugs hier vom Barber Club, das ist ganz nett beduftet. So holzig, frisch eigentlich. Finde ich echt gut. Oh, Tamar.
echt Fichtennadel. Schauen wir, wunderbar. Klein wenig Wasser können wir noch nehmen. Also mache ich echt gerne hier. Das ist echt Klassiker. 1995, seit 1995 gibt es das. Ja, ich habe von den Ming Shis sogar noch einen zweiten bekommen. Also den habe ich ja hier von Arthur. Und einen Tag später kommt einer an, auch wieder gut gemeinter Support von Markus Back. Der hat mir auch noch einen geschickt. Jetzt habe ich zwei davon. Den einen habe ich jetzt original verpackt gelassen mit Folie. Den wird es geben als Verlosungsobjekt dann irgendwie zu den, was weiß ich, 4000 Followern oder 5000, muss ich nochmal sehen. Da wird es den dann geben. So sieht der Schaum aus, sehr, sehr geil. Also die Sachen von Goodfellas Smile sind ja auch absolut hammermäßig. Ne? Oh, kann auch mehr. Oh, kann auch mehr Wasser hier. Eigentlich. Ist wieder sehr dick geworden. Oh, Schaum ohne Ende hier. War doch wieder zu viel. Also ich habe mich echt versucht, so ein bisschen zu mäßigen mit der Seife. War doch wieder zu viel Seife. Aber sehr, sehr, sehr top hier. Sehr top. Schaut euch das an. Was für ein geiler Schaum. Echt toll. Wahnsinn. Herrlich. So, gucken, dass die Brille heute mal nichts abkriegt. 26 mm geht auch immer noch als Schaum. Wahnsinn. Oh. So, einmal hier gerade ziehen. Ja, dann werden wir anfangen hier mit dem Ming Shi 5000S. Wenn wir diese Seite nehmen und dann folgt hier das Original auf der anderen Seite, der Merkur Progress 510. So, geht los. Ich lege ihn hier einmal an. Also die Einstellung so 3, 2, das ist schon ja, vorsichtig. Also mit dem Progress bin ich mit der Wuchsrichtung auch manchmal mit 4 in der Gange, also das geht auch. Aber ich wollte heute mal ohne Risiko hier arbeiten. Soll nicht wieder blutig werden. So, ganz gut. Also Klinge spürt man. Hier eindeutig. Und hat jetzt hier auf Stufe 3 relativ gut glatt gemacht, sag ich mal. So, dann wollen wir ihn hier nochmal kurz nass machen, den Merkur 510. Ja, fühlt sich anders an. Mehr Blade Feel hier. Sound ist auch anders. Ja. Ist okay. Also hier auf Stufe 3 deutlich mehr Blade Feel. So, mal gucken. Ja, aber gleich, von der Gründlichkeit gleich. Also da sehe ich jetzt hier keinen Unterschied. Also rasieren beide. Ja, was der Klingenspalt, wie der Klingenspalt jetzt hier beim Ming Shi ist, da kann ich nichts zu sagen. Jetzt ist hier der Spiegel, sehe ich gerade eben ein bisschen im Weg. Da kann ich nichts zu sagen, wie der Klingenspalt hier ist. Ob die jetzt bei der Einstellung 3 nun auch beide hier den gleiche Klingenspaltgröße haben, das war da nicht auf der Webseite zu entnehmen beim Ming Shi. So, dann würde ich sagen,
Einmal nochmal hier ein klein wenig nass machen, dann gehen wir hier nochmal rein, weil es so Spaß macht hier in den Shaving Bowl und nehmen uns hier nochmal ordentlich. Ist auch ordentlich Menthol drin hier. In der Seife schon. Wahnsinn. Sehr erfrischend. Das ist eigentlich auch irgendwie was für den Sommer hier. Durch das Menthol wahnsinnig erfrischend. Boah, herrlich. Ganz, ganz geil. Also tolle Seife. Echt tolle Seife. Da freue ich mich total. Siggi, hast du mir wieder eine große Freude gemacht. Vielen, vielen Dank. Also die ist echt cool. Richtig ordentlich Menthol drin. Und dann dieser geile Kiefern, Fichten, Tannennadelduft, wie auch immer. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich sehe mich da wirklich wie als kleiner Junge. Man hat mich immer zusammen mit meinem kleinen Bruder in die Wanne gesteckt, ungefähr. Das ging immer alles mit einer Wasserfüllung. Zuerst kommen die beiden Mädchen, also meine kleine Schwester, oder ich habe zwei kleinere Schwestern noch, die wurden da reingesetzt. Danach wurden die Jungs da reingesetzt. Also so lief das damals bei uns. Alle vier da mit in einer Wanne durchgezogen. Also unglaublich. So, jetzt werden wir ihn hier runterdrehen. Kann man nochmal ausspülen. Und auf 2 drehen. Ja, auf 2. Und rasieren uns einmal gegen die Wuchsrichtung. So. Schön vorsichtig. Und Druck. Ja, er fühlt sich hier deutlich milder an. Also nicht so direkt. Im Vergleich. Wahnsinn. Ja. Ja. Richtig, mal gespannt, wie er hier das Original so richtig schön. Zufrieden bin ich mit der Glätte nicht. So, den drehen wir auch runter auf 2. Gucken mal, wie er hier. Ja, deutlich zupackender hier. Selbst auf Stufe 2. Also für Leute mit empfindlicher Haut scheint der Ming-Chi was zu sein. Hat er mich hier geratscht? Ganz kleinen Pickel. Ach, und wieder solche Pimpel und solche Mini-Spots, die mit dem kalten Wasser zugehen. Ne? Ja gut, hier steht auch was. Also ich sehe jetzt klein Tick vielleicht, das klein Tick und nicht ist. Aber sehr groß ist der Unterschied hier nicht. Sehr groß ist der Unterschied nicht. Wir werden jetzt hier unten nochmal einmal ein klein wenig feucht machen. Aber hier werde ich mich wahrscheinlich wieder aufratschen. Es ist jetzt schon gestresst, die Haut. Aber ich will die Stoppeln dann auch restlos weghaben. So. Dann haben wir hier nochmal. Ja, so geht's. So geht's. Also auf dieser Seite hat er jetzt mit den Nacharbeiten gut glatt gemacht, der Ming-Chi. Also ganz tadellos eigentlich. Jetzt haben wir hier nochmal die typischen Stellen nacharbeiten.
Hier auch wieder. Ist auch immer so eine Stelle, die geht meist auch mit kaltem Wasser zu. So. Ja. Ja, sogar schon wieder Blut hier auf dem T-Shirt. Also unglaublich. Von diesem kleinen Mini bin ich nur da angekommen. Und hier. Also 2 kleine Minispots. 1:1 sozusagen. Ich tauche mal ab und spüle mich mal kalt ab. Ja. So, wollen wir mal schauen, ob das hier zu bleibt. Ja, das sind, wie gesagt, so ganz Mini-Dinger. Die gehen meistens vom kalten Wasser zu. Ich glaube, wir werden das so belassen. Was wir natürlich machen können, ist jetzt einmal hier noch mit dem Alarmblock durchs Gesicht ziehen, um mal zu sehen, auf welcher Seite die Haut mehr gereizt ist. Das finde ich auch immer interessant. Und wir nehmen anders und gehen hier mal rüber. Kein Unterschied. Also das ist gleich. Also nicht, dass es jetzt auf einer Seite irgendwie besonders doll britzelt oder so. Es ist relativ gleich. Also die Haut scheint auf beiden Seiten doch relativ wenig in Mitleidenschaft gezogen zu sein. Ja, dann würde ich sagen, das war ein ziemlicher Gleichstand hier mit den beiden Rasierern. Also man kann sich mit den Ming-Chi hier vernünftig rasieren. Er ist, wie gesagt, noch ein Tick milder. Also wer Angst hat, jetzt hier zum Original zu greifen, weil er ja auch mit einem relativ großen, was heißt groß, so groß ist er auch nicht, aber ja, es gibt halt Rasierungen mit kleineren Blade Gap, anfängt hier, ja, da kannst du ihn greifen. Der Avanti, die Ausführung von Yaki hier in Edelstahl, die hat ja auch einen kleineren Blade Gap als das, oder fängt mit einem kleineren Blade Gap an, als hier das Original. Ne? Also eine tadellose Rasur in meinen Augen. Ne? Also bin ich sehr, sehr zufrieden. Dann spülen wir uns jetzt hier das Ballon noch einmal kurz runter. Muss ja nicht auf der Haut bleiben. So. Und dann können wir uns das Gesicht hier schon abtupfen hier. Mit einem glatt Rasiertuch. Ja, ich kriege immer wieder Anfragen, wo man das denn kaufen kann oder so. Also ich habe die jetzt hier nicht im Verkauf. Ne? Wie gesagt, ich verlose die immer mal zu besonderen Anlässen. Da lasse ich dann welche machen. Ich muss mal sehen, vielleicht auch so ein Thema vielleicht für den nächsten Aftershave-Talk. Dass man einfach eine Liste macht, wer will sowas haben, und dann lasse ich mal ein paar drucken. Also ich muss ja aber vorher wissen, wie viele von euch da so ein Teil haben wollen. Da reden wir, denke ich, im nächsten Aftershave-Talk drüber. Und dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, da quasi ja, so ein Ding bestellen, und dann werde ich einmal so ein paar Dinge in Auftrag geben. Also so können wir das machen. Das gleiche vielleicht auch mit den Bechern. Aber dann muss ich vorher wissen, wie viel ich da brauche. Nicht, dass ich hier irgendwie 50 Stück bestellen und 10 werden nur abgenommen. Dann habe ich hier 40 so eine Rasiertücher liegen. Also das macht für mich dann keinen Sinn irgendwie. Da machen wir im nächsten Aftershave-Talk, wie gesagt. So, top. Dann können wir jetzt hier so ein klein wenig Witchhazel hier mal raufgeben auf die Haut. Dann ziehen sich die Hautporen zusammen. Das ist eine gute Sache hier. Das Witchhazel finde ich ganz, ganz cool. Desinfiziert auch so ein bisschen, tötet Keime ab, strafft die Haut. Oh, herrlich. Wieder maximale Pflege heute. Maximale Pflege. Ganz, ganz geil. Und dann kommt jetzt hier zum Abschluss das Pinot Silvestre. Oh, schöne Nummer hier. Der Kiefernzapfen. Das ist ein klein wenig herber noch als jetzt die Seife hier, das Pinot Alpestre. Wunderbar. Leute, nimmt da mal eine Nase von. Ist das nicht herrlich? Ganz wunderbar. Oh, ich fühle mich gut. Ich fühle mich richtig gut. Richtig,
es war eine tolle Rasur, muss ich sagen. Ganz, ja, macht einfach Fun. Kann ich genießen und ich fühle mich echt gut jetzt. Richtig gut. Also besser als vorher. Das liegt vielleicht auch an euch, weil ihr hier mit mir abgehangen habt im Badezimmer. Ja, kommen wir zum Fazit. Ja, also das Ding ist hier schon der Oberhammer, muss ich sagen. Und ja, ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit Ulrich Wiethoff waren wir in so einer Videokonferenz und haben uns lange ausgetauscht, 2 Stunden lang. Ulrich Wiethoff ist der Besitzer von Merkur in Solingen. Und da war auch dieser hier ein Thema und ja, Ulrich hat versucht, das so ein bisschen sportlich zu nehmen und hat versucht, sich da nichts anmerken zu lassen. Aber so seine Verbitterung über diese Geschichte, das konnte man ihm quasi ansehen. Also, er hatte erzählt, die waren schon mal mit Ming Shi im Clinch sozusagen. Und zwar ging das damals um den Nachbau vom Merkur Futur. Da haben sie das genauso gemacht, also den nachgebaut und selbst die Verpackung 100% geklont fast. Und da hat man das versucht, so mit Anwälten und so weiter, und da ist nichts passiert. Also die haben gar nicht reagiert, das interessiert ihn nicht. Ne? Also da kann man nichts machen, offensichtlich. Mit Markenrecht, Patentrecht und sowas, das greift da alles irgendwie nicht in China. Also an die ist gar nicht ranzukommen, sozusagen. Ja, das ist so, das ist halt die Realität. Man kann ihn jetzt ja auch nicht weg Xen oder so, der ist da, den gibt es auch und den werden auch viele Leute kaufen, weil er ja auch vernünftig rasiert und weil er natürlich nur ein Zehntel kostet hier vom Original. Ne? Also vieles entscheidet eben auch der Preis. Ne? Und jedes Produkt schafft sich seinen Markt. Das sind so die Marktgesetze. Ne? Bringst du sowas auf, es wird jemand kaufen, 100%. Und dafür gibt es einen Markt. Ne? Also auf jeden Fall. Deswegen muss er hier zur Vollständigkeit halber auch rein, auch wenn man das jetzt nicht toll findet, was da in China vielfach passiert. Es ist so, es ist die Realität und es gibt diese beiden hier. Ihr habt es in der Hand zu entscheiden, wen nimmt ihr hier, wollt ihr das Geld hier ausgeben, 80 Euro hier für ein Produkt aus Deutschland. 80 Euro ist für viele ja auch viel Geld, ne? Aber ihr kriegt natürlich hier auch ein hervorragendes Gerät mit Geschichte, wie gesagt, seit den 50er Jahren wird er gebaut. Und hier halt die Replika davon. Replika hatten wir jetzt ja auch erst. Und das Thema kommt ja auch immer irgendwie wieder, so Replika. Gibt es eben, die gibt es auf dem Markt. Ne? Und ich denke, es ist genug an Kunden da, dass beide zusammen hier nebeneinander existieren können. Ne? Und haben hier funktioniert. Ne? Kann man also den einen für diese Seite und den anderen für die Seite dann meinetwegen nehmen. Ja, eine coole Rasur. Würde mich interessieren, was ihr von diesem Teil haltet. Ist das was für euch? Ein Adjustable für 6 Euro, Leute, 6 Euro und dann so ein geiles Ding. Also das ist wirklich, wenn man das Original dann nicht liegen hat, dann zum Vergleich, dann ist das wirklich, da fällt man echt drauf rein. Ja, und rasiert absolut traumhaft, in meinen Augen. Total traumhafte Rasur, ganz geil. Ja, für mich das Release des Jahres hier. Kann ich jetzt fast schon sagen. Ich bin gespannt, was das Jahr noch bringt. Ist ja noch lang, stecken ja gerade am Anfang. Also da, wenn das so weitergeht, so interessant, dann wird das ein geiles Jahr werden. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Herzlichen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Wie gesagt, würde mich echt interessieren, was ihr von diesem Teil haltet, ob das was für euch ist. So ein geiles Ding. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das ein echter Hit wird. Also wenn das weiter hier zu dem Preis geht, also bin ich gespannt, wie auch im Langzeitverhalten sich zeigt. Das muss man dann ja auch immer sehen. Aber Leute, für 6 Euro, da kann man nichts falsch machen. Ne? Da kriegt ihr noch nicht mal so ungefähr 3 Klingen für ein Gillette Fusion. Die sind teurer als hier so ein Adjustable aus Messing wahrscheinlich und Druckguss. Also, keine Ahnung, das konnte man auch nicht lesen, aus was die Materialien hier bestehen. Aber also absolut der Hammer. Ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, einen Kommentar hinterlasst oder auch beim nächsten Video dann so weit motiviert seid, dass ihr hier wieder reinklickt. Würde mich sehr freuen, wenn wir wieder ein klein wenig Zeit in meinem Badezimmer hier verbringen können miteinander. Ich sage Tschüss an dieser Stelle, bleibt gesund und munter, wir sehen uns demnächst. Bis dann. Ciao.